Hallo ihr lieben Tarot-Freunde, ich habe mir heute etwas überlegt und zwar habe ich Lust auf ein Liebesorakel. Nicht nur ein Orakel, sondern eine Liebeslegung. Ich habe dazu 2 Tarotdecks mitgebracht und ihr dürft euch jetzt jemanden aussuchen. Entweder das Magic Garden Tarot oder das Pic du Soleil Tarot. Das sieht so aus. Okay. Ihr entscheidet euch für dieser Gegenüber. Ja? Wir sind hier geschlechtslos unterwegs. Deutet es gerne, wie ihr es für euch richtig braucht. Ich versuche die Personen, sofern sie auftauchen, dann nochmal genauer zu zeigen und zu spezifizieren, was sie ausmacht in ihrer jeweiligen Energie. Ja, ich würde sagen, ich fange mit dem Magic Garden an. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich schaue zunächst mal in die Energie deines Gegenübers. Was darf ich darüber wissen? Dein Gegenüber. Stapel Nummer 1 ist in folgender Energie. Ja, irgendwie hat hier was nicht, oh Gott, irgendwas hat hier nicht gefruchtet. Irgendjemand ist hier neu in sein Leben gekommen. Er hatte ein neues Projekt. Ich glaube, es ist hier auch beruflich zu sehen. Er hatte irgendwie eine neue Idee. Also war neugierig, war vertrauensvoll, hat investiert, Zeit, Geld, ja. Alles das, was man eben anfassen kann, materialistisch, hat etwas gearbeitet, hat wirklich hart daran gearbeitet, viel gearbeitet an dieser neuen Sache, die sich hier zeigt. Und dennoch liegt hier ein emotionaler Kummer. Ich weiß jetzt noch nicht warum, wieso. Auf jeden Fall ist hier auch ein gedankliches Ende angezeigt. Hier geht gerade gar nichts. Gut, wir schauen mal weiter, was denn hier zumindest den Kummer ausmacht. Das würde ich jetzt gerne noch mal wissen. Irgendwas, bedrückt ihn hier. Vielleicht ist es auch die Arbeit, die ihn hier bedrückt oder das neue Projekt, oder neue Person oder was auch immer bedrückt ihn hier, weil er hat viel investiert, hat viel gearbeitet, viel gelernt vielleicht sogar. Hat richtig Gas gegeben und dennoch gibt es diesen Hänger, ein Bedauern, eine Unzufriedenheit. Und los geht's, wir gucken mal, was ist denn mit den 5 der Kelchen, was gab es denn da? Irgendjemand hat den vielleicht hier, es kann eine Internetgeschichte gewesen sein, dass im Internet irgendwas, also es gibt jetzt hier einfach sehr viele Möglichkeiten. Erstmal sind es 3 Arcana-Karten, also 3 große Karten. Also entweder wurde er hier betrogen, ja, also der Magier ist ja jemand, der trickst vielleicht auch, ne? Der ist vielleicht nicht ganz ehrlich, er versucht so ein bisschen seinen Vorteil vielleicht auch zu generieren. Ich sehe hier irgendjemanden, der den Herrscher hier, oder der Herrscher ist hier jemand, der vielleicht nicht ganz mit erlaubten Mitteln im Internet agiert hat. Ich sehe hier das Internet oder eine Entfernung, ja, an einem anderen Standort, an einem anderen Ort, weit weg von eurem Gegenüber. Da ist er irgendwie, glaube ich, nicht ganz glücklich. Entweder muss er dorthin und ist darüber unglücklich, dass er in der Ferne sein muss,
weil jemand ihn dorthin versetzt. Oder jemand hat ihm im Internet, dass es er ist, und jemand hat ihm im Internet irgendwie, ja, vielleicht nicht, ein bisschen ausgetrickst. Das werden wir jetzt mal sehen. Was darf ich noch wissen? Der Herrscher für euch, das kann jemand sein, der selbstständig ist, der sehr autoritär ist, der Respekt sich verschafft durch seine Art, durch sein Auftreten. Also der Herrscher ist schon ein toller Mann, ne? Souverän, gerecht, fair. Also der vereint ja alle Könige, den, der mit Geld umgehen kann, den, der taktisch rational ist, auch den, der im Gefühl ist, und auch denjenigen, der, was habe ich noch vergessen? Ja, mit Geld umgehen kann. Ach nee, den Stäbe. Ja, der was durchsetzen kann, der Wille hat, der Dinge vorantreibt, der Ideen hat. So, was darf ich noch über diesen Herrn wissen? Der ist jemand, der durchaus, ja, ich sage jetzt einfach mal leidenschaftlich unterwegs ist, der aber, was die Liebe anbelangt, doch recht vorsichtig vorgeht und abwartend und auch seine Grenzen hat. Den zu durchbrechen ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Er hat da seine Erfahrungen gemacht und agiert diesbezüglich etwas zurückhaltend und ja, vorsichtig in Bezug auf die Liebe. Leidenschaftlich ist er aber dennoch, also der treibt Dinge auch voran und ja. Gut, ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir gucken uns mal eure Liebessituation an. Vielleicht hast du ihn erkannt. Bitte einmal die Liebessituation von Stapel Nummer 1. In welcher Liebessituation befindet sich Stapel 1? Ja, die Königin der Münzen, das könntest du sein, ist hier auch nicht ganz glücklich in der Situation. Hier wurde irgendetwas verkündet, vielleicht ein Vertrag, ein Angebot, eine Kommunikation, eine Wahrheit, die hier bedrückt, definitiv bedrückt. Oder man ist vielleicht nicht ganz aufrichtig, das könnte ich mir fast auch noch vorstellen. Ich denke aber eher, dass es hier darum geht, dass eine Wahrheit hier ein bisschen verletzt hat. Ja, ich denke, hier ist es so, dass der Kontakt, es geht um eine Wahrheit, etwas, was ausgesprochen wurde, und zwar muss hier ein bisschen Ruhe einkehren, und mit den 4 der Schwertern ist man ja in einer gedanklichen Ruhephase, man erholt sich, man sortiert sich, und mit den 3 der Stäben ist aber angezeigt, dass etwas in Zukunft, man ist optimistisch, man schaut nach vorne, und das nach vorne zu schauen, da blickt man nach einer Phase der Ruhe, der Erholung, des Zu sich Kommens, wird das Ganze sehr erfolgreich umgesetzt. Also diese Verbindung steht so gesehen unter einem guten Stern, wenngleich wir hier eine traurige Nachricht rauslesen können.
aber grundsätzlich muss das wahrscheinlich erstmal sacken gelassen werden und danach akzeptiert man das und wird die Verbindung sozusagen erfolgreich fortsetzen können. Ja, ich würde jetzt noch mal gerne wissen, wie dein Gegenüber dich so sieht. Was fühlt es? Was darf ich da wissen? Welche Gedanken hat dein Gegenüber in Bezug auf dich? Wir schauen mal. Also mit den 4 der Münzen, 3 der Münzen und dem Ass der Schwerter ist es so, dass in dieser Verbindung, ja, das ist so eine passive, stabile Energie. Also man möchte eigentlich gar nichts verändern. Es ist alles gut, wie es ist. Ich habe alles, bin reich an Ressourcen, mir geht es gut, uns geht es gut. Diese Verbindung, diese Person vielmehr, ja, die ist eher passiv. Und ob man dann miteinander weitergeht, ob man hier zusammenarbeitet, das muss im Prinzip geklärt werden. Darüber muss noch gesprochen werden. Darüber gibt es eine Klärung. Grundsätzlich hat dein Gegenüber das Gefühl, dass gerade was Traditionen anbelangt, es doch sehr anstrengend ist. Vielleicht kommt ihr aus unterschiedlichen kulturellen Kreisen, das kann ich mir hier echt gut vorstellen, dass ihr andere Ansichten habt über euren Glauben, über Traditionen. Diesbezüglich ist dein Gegenüber so eingestellt, dass er sagt, oh, das ist hart, das ist schwer. Ja? Der ist da aber sehr rational. Er zeigt sich hier als König der Schwerter. Das sind also rein rationale Gedanken. Also Gedanken sind natürlich immer rational oder Entscheidungen, die er trifft, sind hier eher rational. Also er bewertet das sozusagen nicht mit dem Herzen, sondern aus dem Kopf heraus. Er guckt sich an, was sind meine Werte, was sind deine Werte und empfindet es als anstrengend. Ja, also ich vermute, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber so ein bisschen sich in deine Richtung bewegen, sehe ich noch nicht angezeigt. Er denkt natürlich drüber nach, aber er möchte das noch klären. Also irgendwo ist da eine Blockade, die es noch zu klären gibt. Wir schauen jetzt mal in den Ratschlag für Stapel Nummer 1. Ja, schnapp dir den König der Kelche. Ja, also ihr wollt eigentlich beide das Gleiche. Ja, du bist einfach eine wundervolle, ja, vielleicht sogar Mutter, eine Frau, die mit Geld umgehen kann, die mega fürsorglich ist, die absolut ihren Wert kennt. Wahrscheinlich bist du Stier, Jungfrau oder Steinbock. Du trägst gerne Schmuck. Sie hat hier einen wunderschönen Schmuck. Ich finde, sie sieht einfach bezaubernd aus und sie ist sehr bodenständig. Vielleicht nicht die schnellste, aber sie ist eine ganz tolle Dame.
kümmert sich gut um sich, kümmert sich gut um ihre Familie. Vielleicht kommt sie bei all der Hektik des Alltags vielleicht ein bisschen zu kurz, weil sie sehr ein mütterlicher Typ ist. Hat vielleicht nicht so ganz die Zeit, um sich selbst zu kümmern. Der König der Kelche wiederum ist ja jemand, der auch sehr empathisch ist, sehr liebevoll, warmherzig. Vielleicht zeigt er nicht all seine Gefühle, weil er gelernt hat, die auch so ein bisschen zu verstecken und nicht jeden damit gleich zu überfordern, aber in ihm lebt ein tiefes Gefühl. Zwischen diesen beiden sind die zwei der Kelche, also ja, ihr reicht euch beide die Kelche, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass er ein bisschen in der Mentalität des Königs der Schwerter war. Vielleicht ist hier der Ratschlag mehr für ihn, mehr ins Gefühl zu gehen. Und für dich ist hier vielleicht mehr der Ratschlag, in etwas bodenständiger zu sein, mehr in deiner, ja, dass du etwas bodenständiger bist, wenn du zum Beispiel ein Luftzeichen sein solltest. Das weiß ich ja jetzt nicht. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Punkt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne liken, abonnieren, kommentieren, du kennst das. Und ich würde jetzt zu Stapel Nummer 2 gehen. Herzlich willkommen, Stapel Nummer 2. Jetzt beginnt deine Liebeslegung. Ich schaue zunächst in die Energie deines Gegenübers. Dann schaue ich, was dein Gegenüber für dich empfindet, und dann hole ich noch einen Ratschlag. Und los geht's, die Energie deines Gegenübers, Stapel Nummer 2. Ich glaube, dein Gegenüber fragt sich gerade, kann es sein, dass ich die Dame hier so anziehend finde, dass ich direkt heiraten möchte? Ja, also ganz ehrlich, so könnte man es sehen. Er ist ein bisschen verunsichert, dein Gegenüber, weil irgendwie ihm hier das Neue total als Sicherheit vorkommt. Ja? Also er hat hier irgendwas Neues vor. Das kann natürlich auch ein Gegenüber sein, und er ist, damit erhofft er sich Stabilität. Natürlich ist noch ein bisschen Unsicherheit dabei. Alles Neue ist natürlich nicht sofort ersichtlich, ob das was wird oder nichts wird. Das muss man abwarten, aber er ist hier doch sehr optimistisch, fröhlich, verrückt, vertrauensvoll, dass das klappt. Ja, ich sehe den Mond hier tatsächlich nicht als etwas Schlimmes, sondern ich sehe hier irgendwie die Anziehung. Ich würde das gerne einmal abprüfen, in welcher Funktion hier der Mond ist. Ach, der Stäbe. Ich sag's doch, er ist total verliebt, er ist hin und weg. Ja, also ich meine, kann so weitergehen. Ja, wir gucken weiter. Also die Acht der Stäbe steht schon auch manchmal für Verliebtsein, für Leidenschaft, und so interpretiere ich den Mond hier eigentlich auch. Und von daher glaube ich, dass er es selber gar nicht glauben kann, wie verrückt das eigentlich hier ist, was er gerade erlebt. Wow, was darf ich noch mit dieser Person wissen? Die Liebenden. 2 der Münzen und Page der Stäbe. Ja, hier sehe ich ein bisschen etwas, natürlich die Liebe. Das kann natürlich per se die Liebe sein, die Liebenden. Es kann aber auch darum gehen, dass man eine Herzensentscheidung trifft für jemanden, der ja sehr leidenschaftlich, abenteuerlustig ist, vielleicht auch deutlich jünger ist als dein Gegenüber. Vielleicht bist du sehr viel jünger oder auch weiter weg. Das kann auch sein. Es kann auch angezeigt sein, dass
das für ihn sehr aufregend gerade ist. Es könnte auch sein, dass er noch keine Entscheidung getroffen hat in Bezug auf die Liebe, dass es noch zu früh für ihn ist und dass er da noch ein bisschen mehr Sicherheiten braucht. Gut, ich denke, ich habe ihn ein bisschen beschrieben. Jetzt schauen wir mal, was er für dich empfindet, was er über dich denkt, je nachdem, was das Tarot mir hier zeigen möchte. Was denkt das Gegenüber von Stapel Nummer 2 über meine liebe Zuschauerin von Stapel 2? So, los geht's. Ja, also hier sehe ich natürlich viel Feuer. Mit dem Pagen der Stäbe ist natürlich ein bisschen Leidenschaft, ungestümes Abenteuerlust angezeigt. Der König der Münzen ist hier wahrscheinlich ein bisschen wuschig. Und die 9 der Kelche interpretiere ich hier tatsächlich so. Da geht es um Genuss, um Wunsch, um glücklich sein. Ja, ich möchte das genießen mit dir. Was darf ich dann noch wissen? Wow, der kann sich tatsächlich viel mit dir vorstellen. Er zeigt sich hier als Herrscher, sieht dich als Königin der Münzen. Ich bin sprachlos. Also ich sagte mir mal jetzt schon herzlichen Glückwunsch und 10. Kelche unterm Deck. Was soll ich da noch sagen? Jetzt bin ich ja über den Ratschlag gespannt. Den möchte ich jetzt auch noch gerne geben. Was sollte Zuschauerin für Stapel Nummer 2 hier unbedingt beachten in dieser sehr leidenschaftlichen Verbindung? Ein Ratschlag. Wenn es einen Kummer gibt, dann sollst du diesen erstmal ausheilen lassen. Also es ist so ein bisschen eine abwartende Energie, so eine bisschen vorsichtige Energie in Bezug auf einen Kummer. Vielleicht bist du noch irgendwo in alten Sachen verstrickt, das weiß ich nicht. Vielleicht hast du auch an anderer Stelle im Bereich der Familie, mit den Kindern, ich weiß nicht, im Job, irgendwo hast du vielleicht noch einen Kummer, der soll erstmal heilen. Das ist der Vorschlag des Tarots, ich sehe es hier als Vorschlag. Halte dich noch ein bisschen zurück, drück noch ein bisschen auf die Bremse, warte ein bisschen ab. Ja? Vielleicht bist du auch gerade aus einer Beziehung raus und stürzt jetzt hier schon in eine neue, dann ist der Ratschlag, ein bisschen zu warten, nicht gleich Vollgas geben, sondern erstmal deine Gedanken sortieren, dein Herz sortieren und dann weiter geht's, neuer Zyklus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne ein Like oder ein Abo da, ich würde mich riesig freuen. Und wenn du wieder zu meinem Kanal zurückfindest, mach es gut. Bye, bye.